liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch mal wieder einen Bungalow, der komfortables Wohnen auf einer Ebene ermöglicht. Noch dazu ist es ein ganz neues Musterhaus, frisch eröffnet im September 24 hier im Fertighauscenter Mannheim vom österreichischen Fertighausspezialisten Elkhaus. Hier gibt es ganz viele Details, die im Fertigbau quasi Alleinstellungsmerkmal haben und die echt schick anzusehen sind. Ihr dürft gespannt sein und mitkommen. Wir haben hier ein Bungalow mit einem fast quadratischen Grundriss, etwa 138 Quadratmeter Wohnfläche. Die Außenmaße sind 13,95 Meter mal 13,54 Meter. Ihr seht schon, der Baukörper ist so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, es ist für die Proportion von so einem quadratischen Bungalow sehr günstig gelöst. Wir haben hier einen Teil mit Satteldach, der ist etwa 8,30 Meter breit. Der Teil mit dem Flachdach sind dann noch mal etwa 5,60 Meter in der Breite. Und von der Firsthöhe haben wir hier 6,35 Meter. Die Traufhöhe ist dann hier 3,96 Meter. Und das ist auch die Höhe von der umlaufenden Attika an dem Flachdach. So kriegt man also eine ganz interessante Proportion und Architektur hin. Und ihr seht schon, das Flachdach, da soll noch ein extensiv begrüntes Dach drauf. Und auf dem Satteldach, das übrigens 30 Grad geneigt ist, haben wir quasi ein Alleinstellungsmerkmal oder was wirklich wenige anbieten. Wir haben eine flächenintegrierte Photovoltaikanlage und eine innenliegende Entwässerung. Das System ist von einem Hersteller, also alles aufeinander abgestimmt. Ihr könnt das schon sehen, dieser Photovoltaikziegel unterscheidet sich kaum von der übrigen Dacheindeckung. Insgesamt sind hier etwa 12,9 Kilowatt Peak an Leistung Photovoltaik drauf. Innen drin gibt es dann auch noch mal einen Batteriespeicher mit rund 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das zeige ich euch natürlich auch. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz den Dachrand genauer an. Ihr habt es vielleicht auf der Drohnenaufnahme schon gesehen, man sieht keine Regenrinnen, sondern die sind verdeckt liegend und es gibt auch keine Fallrohre. Die laufen tatsächlich innenliegend in so fertigen Schächten, die dann nachher verputzt werden. Das ist also entwässerungstechnisch sicher und es ist natürlich sehr schön, weil man nicht irgendwo diese Fallrohre hat. Klar ist, dass das leider ziemlich viel Aufpreis kostet, aber ich finde es toll, dass es mal jemand zeigt und auch umsetzt bautechnisch. Wir stehen jetzt hier schon auf dieser vorgezogenen Giebelseite. Wir haben hier 1,25 Meter, den das Ganze hier rausgezogen ist. Sehr schön mit diesem eingelassenen LED-Band, das das abends auch schon so ein bisschen betont. Das Ganze ist natürlich hier einmal ein Schlagregenschutz, auch für diese großen Scheiben. Ich höre euch schon sagen, wie putzt man das da oben? Im Zweifelsfall gar nicht, weil da kommt auch nicht viel dran. Und es ist vor allen Dingen ein Schutz vor der hochstehenden Sommersonne. Das bringt wirklich sehr viel. Dieser feststehende Sonnenschutz, eben war die Sonne da, da hat man gesehen, dass dieser Bereich ganz gut verschattet wird. Von der Farbgebung ist diese Fassade tatsächlich nicht weiß. Das werdet ihr vor allem innen sehen. Es ist ein ganz leicht gebrochenes Weiß. Der Farbton heißt Jade 55. Finde ich spannend. Ich habe bei Jade auch erst an Grün gedacht, aber das ist tatsächlich dieser Ton. Und dann haben wir hier nochmal einen Teil Putzfassade. Das ist nicht Anthrazit, sondern es ist RAL 7022. Das ist auch der Farbton für diese Holz-Alu-Fenster. Die sind tatsächlich aus der eigenen Fertigung des Fertighausherstellers. Deshalb sind hier auch alle Maße und Formen möglich. Und ihr seht das nachher von innen. Es sind tatsächlich Eiche-Alu-Fenster. Also wirklich super hochwertig. Und ich finde es toll, dass man das von der Farbabstimmung sehr gut hinbekommen hat. Wir haben hier Lamellenjalousien laufen. Auch das Dachabschlussblech ist alles in diesem 7022 gehalten. Wir haben hier die Aluschale im gleichen Farbton. Und klar ist, für so eine Schrägverglasung braucht man auch die Schräglamellen. Ich habe euch da mal ein Schnittbild gemacht, wo ihr seht, wie die runterlaufen. Das sind natürlich alles Sachen, die sehr aufwendig sind, aber
vom Detailanschluss hier wirklich sehr schön gelöst. Wir kommen jetzt hier in den Teil dieser Holzfassade, das nennt sich 3D-Fassade. Ich sage euch auch warum. Es ist eine Lärche, die ist nur so geölt oder gewachst, das heißt, die wird mit der Zeit vergrauen. Und es gibt hier in der Ebene 3 verschiedene Höhen und 3 verschiedene Breiten, 4,5, 6,5 und 11,5 cm, die teilweise 2 cm vorspringen, teilweise nur 1 cm, was einfach sehr schön aussieht, vor allen Dingen, wenn da abends Streiflicht drauf fällt. Diese Holzfassade ist an mehreren Stellen hier gestalterisch eingesetzt und ich habe mal gefragt, was das so etwa an Aufpreis kostet, wenn man das haben will. Das sind jetzt fürs ganze Haus roundabout 11.000 €. Klingt vielleicht erstmal viel, aber das sind ja nicht nur Materialkosten, sondern wir sehen es jetzt gleich im Eingangsbereich auch sehr, sehr viele wirklich gut gemachte Detailanschlüsse, die natürlich aufwendig sind. Auf diesen Brettern obendrauf müssen eben immer Abschlussbleche sein. Dann haben wir dahinter diese Fugen mit Mückengittern gemacht. Und ihr könnt jetzt auch schon sehen, dass wir hier Außenfensterbänke in Alu haben, die auch in diesem RAL-Farbton 7022 gehalten sind. Das nennt sich Umbra Grau übrigens. Und der Sockel, den man hier so ein bisschen sieht mit dem grauen Putz, ist der Farbton Granit. Dann haben wir jetzt hier die Eingangstür. Das ist hier jetzt tatsächlich auch, sind es 2 komplette Glaselemente. Da kann man sich natürlich dann auch was anderes vorstellen. Im Musterhaus ist das wunderschön und ihr habt jetzt hier auch wieder das Umbra-Grau und den eingezogenen Eingangsbereich. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, weil man einen wind- und wettergeschützten Bereich hat, wenn man ankommt zu Hause. Das ist also wirklich Gold wert, ohne dass man da irgendwas dran schrauben muss. Und jetzt schauen wir mal, wie es innen weitergeht. Diele ist 7,7 Quadratmeter groß und ihr seht es auf den ersten Blick, die Raumhöhe ist etwas erhöht. Wir haben hier eine lichte Höhe von 2,82 Meter. Was ich ganz wichtig finde immer in der Diele, es gibt diese Garderobennische, die in diesem Fall wirklich genau 60 cm tief ist. Das heißt, man kann hier die Bügel so reinhängen, was halt wesentlich übersichtlicher ist und mehr Platz schafft. Und sehr schön finde ich dieses Einrichtungskonzept, das innen komplett durchgezogen ist in Eiche. Wir haben also diese Einbaumöbel, das heißt, man kriegt hier in der Diele auch schon wirklich viel verstaut. Die hängen jetzt relativ hoch, das ist eigentlich sehr praktisch. Optisch gibt es einen luftigen Eindruck und man kann dann natürlich drunter wischen und man wischt dann eben nicht an diese Möbelfronten dran. Das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da noch Sachen drunter schiebt. Hier hat man jetzt die Einbaugarderobe, den Garderobenschrank für Sachen, die man nicht immer braucht. Und auf dem Boden hat man sehr schönes Feinsteinzeug, grau-weiß. Das ist 80 x 80, ist von der Größe noch relatable, sagen wir mal, also nicht ganz so aufwendig wie diese Riesenfliesen. Und hier könnt ihr vielleicht auch schon sehen, dass es an der Stelle vielleicht nicht, dass es ganz leicht abgetönte Wände sind. Ich zeige es euch nachher nochmal, weil es eigentlich für den Raum wirklich sehr, sehr schön ist. Und hier stehen wir jetzt auch schon auf der Schwelle zu den Wohnräumen. Im Eingangsbereich gibt es noch ein Gästebad, das zeige ich euch nachher. Und das nächste ganz Besondere, was wir hier sehen, ist dieses Eiche-Parkett im Fischgrätmuster. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist auch ein richtig fest verklebtes Parkett, macht auf Fußbodenheizung auch Sinn. Der einzelne Parkettstab ist 12 cm mal 1 Meter, sodass das wirklich eine sehr, sehr schön großzügige Optik gibt, die hier überall durchgezogen ist. Es ist Eiche, es ist so ein bisschen weiß geölt, also so ein bisschen hell. Und ich glaube, an der Fußleiste kann man ganz gut sehen, die ist nämlich weiß, dass die Wände so leicht in diesem Ton Jade 55 abgetönt sind. Wenn euch der genaue Hersteller interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie ihr wisst, gebe ich euch da gerne Auskunft. Hier gibt es ein Gästezimmer und den Privatbereich, aber jetzt schauen wir erstmal in den großen Wohn-Ess-Kochbereich.
unteren Essbereich sind von der Fläche 40,5 Quadratmeter. Und was natürlich sofort ins Auge fällt, ist die besondere Raumhöhe von bis zu 5,50 Meter. Das Besondere an diesem Raum ist natürlich die Tageslichtstimmung hier drin. Dieses Element, diese Verglasung sind 6 Meter in der Breite. Und ich habe euch ja schon gesagt, der Hersteller hat eine eigene Fensterfertigung. Das sind jetzt hier alles Holz-Alu-Elemente, innen auch in Eiche. Ihr werdet sehen, alle Einbauelemente sind im gleichen Holz gehalten, was ich persönlich sehr schön finde. Auch hier habe ich nochmal nach den Preisen gefragt. Im Standard wären bereits enthalten Kunststoff-Alu-Fenster, für diesen Bereich aber Holz-Alu. Über diese große Fassade geht das von der Stabilität her nur mit Holz-Alu-Fenstern. Die wären also schon im Preis einkalkuliert. Wenn ihr im ganzen restlichen Haus auch Holz-Alu-Fenster haben wollen würdet, wäre das etwa ein Aufpreis von 6.000 €. Wir haben jetzt also hier diese 6 Meter breite Fassade, dieser Öffnungsflügel. Diese beiden mittig platzierten Öffnungsflügel sind etwa 1,54 Meter breit. Und was hier auch schon im Standard gemacht wird und tatsächlich nicht selbstverständlich ist, ist diese extra flache Komfort-Austrittsschwelle. Das ist jetzt noch nicht komplett ohne Schwelle, das sind 1,5 Zentimeter etwa, aber das ist natürlich wunderbar komfortabel und auch schon barrierearm. Davor ist dann so ein Gitter, denn die Entwässerung muss sichergestellt sein, und wenn ihr da dieses vorgezogene Dach habt, habt ihr eben auch schon die Sicherheit, dass die Schwelle jetzt nicht so schlagregenbelastet ist, wenn ihr hier hinten dran dann direkt das Parkett anschließen habt. Insgesamt finde ich, hat dieser Raum eine sehr, sehr angenehme Größe und Proportion, wirkt wahnsinnig großzügig. Für so einen relativ kleinen Bungalow ist das einfach Wahnsinn, da hat man hier ein richtiges Loft-Feeling drin. Und jetzt gucken wir gleich mal um die Ecke in die Küche, die auch ein paar Besonderheiten zu bieten hat. Küche sind nochmal zusätzlich 12 Quadratmeter und hier haben wir wirklich sehr, sehr hochwertige Naturmaterialien im Einsatz. Dieser Küchenblock sind 1,17 Meter mal 2,37 Meter. Das ist eine Natursteinplatte, die eben hier auch seitlich rumgezogen ist als Rahmen. Die ganzen Küchefronten sind, ich würde mal sagen, Echtholzfurnier Eiche. Sehr schön mit dieser gerippten Struktur. Das macht das Ganze noch ein bisschen wertiger. Und hier auf der Seite sieht man jetzt auch, dass das Ganze flächenbündig bzw. leicht zurückversetzt eingebaut ist. Hier gibt es dann mal so ein Glaselement, wo man eben die hübschen Dinge wie Flaschen und so weiter unterbringen kann. Der Schrank ist auch hinterleuchtet. Die Höhe von diesem Einbauelement umlaufend 2,82 Meter, also so wie die Lichtraumhöhe vorne war. Und was ich sehr schön finde, hier ist der Kühlschrank auch flächenbündig eingebaut und ihr habt es so gelöst, dass eben nicht irgendwo diese Abluftgitter oben und unten sichtbar sind, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Dann gibt es daneben den Backofen in Bedienhöhe. Falls jemand fragt, die Geräte sind heutzutage so gut gedämmt, dass es kein Problem ist, das nebeneinander einzubauen. Auch hier finde ich es schön, dass das so ein Anthrazitton mit einem Glimmereffekt drin ist und nicht schwarz. Das harmoniert hier einfach sehr, sehr gut. Der Abstand ist hier 1,20 Meter. Das ist jetzt relativ viel. Macht aber an der Stelle natürlich Sinn, weil ich hier nochmal diese große Tür habe, den Drehkippbeschlag mit der Austrittsmöglichkeit. Macht wirklich in der Küche total Sinn, wenn man da schnell Kräutergarten hat oder mal was reinheben kann. Kann ich euch nur empfehlen in der Küche. Und hier ist es jetzt so, die Höhe von diesen normalen Türen ist 2,37 Meter, also auch das ist erhöht. Und die Breite ist jetzt hier 1,04 Meter. Deshalb braucht man natürlich hier auch den Abstand. Richtig ist, dass man am Küchenblock schon mal mindestens 2 Steckdosen hat. Die kann man natürlich auch so platzieren, dass man sie etwas näher an diesem Kochfeld dran hat, wenn man mal was pürieren muss. Hier ist dieses flächenbündige Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Das ist auch so ein System. Man kann dieses Teil ganz leicht rausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Das funktioniert sehr gut und ich sage euch immer, dann habt ihr hier natürlich die obere Schublade
die nicht zu benutzen ist, weil dahinter die Technik sitzt. Und wenn ihr jetzt gerade schon hier seid, könnt ihr sehen, es ist sehr schön gemacht, diese grifflosen Fronten, aber nicht Push to Open. Da habe ich ja so meinen persönlichen Struggle immer mit, sondern ihr habt diese Griffmulde und die ist eben auch sehr schön in dieser gebürsteten Edelstahl- bzw. Alu-Optik, was ich persönlich sehr hochwertig und sehr schön finde. Hier ist dann eben auch hinter dieser Holzfront der Geschirrspüler eingebaut. Hier ist gleich schon so eine ganz matte Lichtfläche drin, sodass man also wirklich auch überall gut Licht hat. Die Tiefe sind hier nur 58 Zentimeter. Das hier oben schon so ein bisschen zurückversetzt, damit man sich eben nicht den Kopf stößt und hier gut arbeiten kann. Wir haben rechts und links 2 Steckdosen. Das ist immerhin schon mal sehr gut gelöst und auch sehr gut gelöst ist, finde ich, an der Stelle das Dachflächenfenster. Das ist natürlich elektrisch zu steuern, kann auch mit einem Rollladen verdunkelt werden. Das ist bei Dachflächenfenstern sehr wichtig. Das kann man eben öffnen und sehr schnell dann auch mal Küchendünste ablüften nach oben. Es gibt hier natürlich auch eine Lüftungsanlage. Ihr seht jetzt hier gerade die Abluft in der Küche. Die Zuluftelemente zeige ich euch gleich dann beim Vorbeigehen auch nochmal, sodass hier eben auch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz kommt. Und weil ich es gerade hier liegen sehe, von diesem funkbasierten Smart Home System, das hier eingebaut ist, das Bedienelement. Das Ganze kann auch per App gesteuert werden. Man kann diese Schalter natürlich auch irgendwo anbringen, wenn man die jetzt nicht einzeln haben will. Ihr seht schon, hier laufen jetzt die Lamellenjalousien runter, die das Ganze verdunkeln. In den Schlafräumen sind es dann tatsächlich Alu-Rollläden, die machen es dann komplett dunkel und sind auch sehr stabil. Und ich habe mal gefragt, dieses Basissystem Smart Home funkbasiert zum Steuern von Licht und Beschattung, das ist das, was die meisten interessiert, sind etwa 3.800 € Aufpreis. Und jetzt schauen wir gleich mal in die Nebenräume. Hier um die Ecke im Eingangsbereich gibt es noch ein Multifunktionszimmer, das Büro, Gästezimmer oder Kinderzimmer sein könnte. Im Musterhaus hat das jetzt eine Glastür, weil da der Berater drin sitzt, aber das wäre natürlich auch anders möglich. Das Zimmer ist mit 18 Quadratmetern wirklich sehr groß und multifunktional nutzbar. Hier würde man also auch Gästezimmer und Büronutzung sehr gut unterbringen. Und auch hier, wir sind jetzt in dem Flachdachteil, haben wir nochmal so ein großes Hebeschiebeelement. Das sind jetzt hier 3,10 Meter von der Breite. Dieser Öffnungsflügel ist dann wieder diese etwa 1,50. Auch hier die flache Austrittsschwelle. Ihr habt ja hier eine Lüftungsanlage drin. Das heißt, wenn ihr jetzt hier nachts mit offenem Fenster schlafen wollen würdet, müsst ihr euch natürlich überlegen, ob das mit der großen Hebeschiebetür so praktisch ist, weil man die natürlich jetzt nachts nicht offen lässt, wenn man hier im Erdgeschoss ist. Aber ihr seht schon, hier ist die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Fußbodenheizung hat übrigens auch einen Kühleffekt. Das ist so eine reversible Wärmepumpe. Zur Technik sage ich euch noch was im Hauswirtschaftsraum, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Dieses Zimmer funktioniert sehr gut als Multifunktionszimmer, weil es eben vorne auch noch ein kleines Gästebad gibt. Und da schauen wir jetzt noch rein. Bevor wir ins Gästebad reingehen, schauen wir uns kurz diese Türen an. Die Innentüren sind hier auch erhöht, 2,48 Meter bzw. 2,40 Meter Türblatthöhe. Die ist auch schon etwas breiter, 90 Zentimeter lichte Durchgangsbreite, was auch für die Barrierearmut wichtig ist. Sehr schön ist, dass das hier schon diese stumpf, also flächenbündig einschlagenden Türen mit verdeckten Bändern sind. Auch das ist natürlich jetzt nicht der unterste Preisstandard, aber wertet das Ganze enorm auf. Und das Gästebad ist hier mit 5 Quadratmetern wirklich sehr gut dimensioniert. Ihr seht schon, die Ausstattung ist ganz hochwertig. Wir haben hier einen Waschtisch, das ist eine Maßanfertigung aus Feinsteinzeug, also tatsächlich ein keramisches Material mit diesem integrierten Becken, wo dann so eine Ablaufplatte drin ist. Das heißt, ihr habt hier jetzt auch keinen sichtbaren Ablauf. Dann haben wir die ganzen Armaturen in Edelstahl matt gebürstet, auch sämtliche Accessoires und Details. Die Drückerplatte
ist alles aufeinander abgestimmt. Und vielleicht noch was kurz zu diesen Fliesen, die haben so ein bisschen eine Unebenheit drin. Das ist Brick, also Backsteinformat, sind jetzt hier 24 mal 6 cm und ich finde, dass das hier wirklich einen sehr, sehr schönen Charakter, vor allen Dingen mit dem Streiflicht reinbringt. Wir sehen jetzt hier mal wieder ein Bad, das umliegend deckenhoch gefliest ist. Das hat man ja eine Zeit lang nicht gemacht. Ich finde, für eine geradlinige Optik ist es sehr, sehr schön, wenn es auch eine sehr unauffällige Fliese ist wie hier, weil es dann eben nicht diese Zackenmuster an der Wand gibt. Und hier haben wir jetzt dann auch sehr schön diese durchgefließte Dusche mit dem Ablauf hinten an der Wand, der hinterleuchteten Einbaunische und dieser raumhohen feststehenden Glasscheibe. Wir haben jetzt hier Unterputzarmaturen, auch sehr edel mit diesem Regenduschkopf, und das hier ist nur etwa 1 Meter, also vom Spritzschutz, wenn das jetzt dauerhaft oder öfter benutzt wird, reicht euch das wahrscheinlich nicht. Aber klar, es sieht natürlich viel schöner aus, als wenn man jetzt hier irgendwie eine Tür hat mit irgendwelchen Scharnieren und Fliesenfugen oder Noppen, die dann da nicht schön aussehen. Wir haben hier um die Ecke dann noch das WC. Ihr seht schon diese Vorwandinstallation auf einer Höhe von 1,20 Meter und natürlich auch richtig in dieser Scheibe, die dann zum Eingangsbereich geht, gleich das Milchglas, dass man da nicht reingucken kann. Und hier oben seht ihr natürlich auch dann wieder die Abluft, die in der Dusche Sinn macht. Wenn ihr die Farben von den Fliesen oder auch diesem Waschtisch noch mal genau wissen wollt, schreibt es mir bitte auch unten in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal um die Ecke. Da geht es weiter mit dem Thema Stauraum und Schlafbereich mit Bad en Suite. Wenn wir jetzt hier rumkommen, seht ihr schon, diese Wand ist 1,10 tief. Das ist nämlich nicht nur eine Wand, sondern eine Wandnische. Wir kommen jetzt hier in den Flur zu den Privaträumen und der hat 11,4 Quadratmeter Fläche. Und hier ist eine Hauswirtschaftsnische. Das heißt, hier hinter diesen großen Türen, Push to Open, ist ein kleiner Abstellraum. Der ist etwas breiter als 1 Meter. Da ist Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Da hängt der Photovoltaikspeicher mit 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Da stehen jetzt die ganzen Sachen von der Musterhauseröffnung. Deshalb können wir leider nicht reinfilmen. Aber wir zeigen euch jetzt diesen Multifunktionsraum. In einem normalen Haus wäre das der Technikraum, wo man nichts mit anfangen kann, weil überall Technik rumsteht. Und hier ist es so, dass die sogenannte Invisible-Technik verbaut ist. Die befindet sich jetzt in diesem Einbauschrank hinter mir. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier ist die Lüftungsanlage drin. Dann haben wir hier verbaut von der Luftwasser-Wärmepumpe, die als Splitgerät ausgeführt ist, in 3 dieser Schränke ganz flach diese Warmwasserspeicher, und ganz da hinten kommt dann nochmal der Hausanschluss hoch. Also die Hausanschlüsse kommen hier hoch und da ist der der Sicherungskasten drin. Diese Technik hat nur eine Einbautiefe von 26 cm. Mit dem Schrank sind es dann etwa 36 cm. Das heißt, von diesem 13,4 Quadratmeter großen Raum bleibt euch eine richtig gut nutzbare Fläche. Hier könnte noch mal ein Büro sein, hier könnte ein Hauswirtschaftsraum zum Bügeln sein. Dadurch, dass hier auch noch mal ein Ausgang nach draußen ist, ist es auch wirklich geeignet, zum Beispiel als Schmutzschleuse, als Nebeneingang zum Haus. Dann müsstet ihr hier natürlich eine abschließbare bzw. von außen öffnbare Tür einbauen, aber das wäre kein Problem. Ihr könnt jetzt sehen, dass hier an der Stelle, obwohl es jetzt ein Drehkippbeschlag ist, nochmal diese extra flache Schwelle zum Einsatz kommt. Und auch die ist bei dem Hersteller eben im Preis inbegriffen. Da zahlt ihr bei sehr vielen Herstellern pro laufenden Meter viele 100 Euro Aufpreis, weil das konstruktiv ein recht großer Aufwand ist, den man nicht sieht, aber es ist eben wirklich praktisch. Diese Öffnungsflügel sind jetzt wieder die 1,4 Meter. Das feststehende Element sind 72 Zentimeter. Und jetzt gehen wir hier um die Ecke in meinen Lieblingsbereich, das Schlafzimmer mit Bad en Suite. Kommt mit! Das Schlafzimmer mit integrierter Ankleide ist 18,9, also
fast 19 Quadratmeter groß. Gleich hier mal, wenn wir reinkommen, Thema Elektrobemusterung. Es ist sehr, sehr schön, wenn hier diese Deckenleuchten aufgehängt sind. Da müsst ihr dran denken, dass er oben auch die Lichtauslässe braucht. Und hier sind jetzt trotzdem nochmal auf jeder Seite eine Steckdose und eben auch der Schalter für dieses Licht in Griffhöhe. Das muss natürlich dann auf die Breite des Bettes angepasst sein. Und ich finde es ganz interessant, dass die Steckdosen da höher sitzen. Ist sehr komfortabel, denn da haben wir sie jetzt in der üblichen Höhe. Da ist 30 cm über dem Boden. Also es macht Sinn, sich da Gedanken zu machen. Hinter mir sehen wir jetzt schon zwei Dinge. Einmal die Luke zum Dachboden. Der vordere Bereich ist ja Ausbau Dach gleich Decke. Da liegt die Dämmebene eben auch in der Dachschräge. Hier ist es jetzt so, dass die Dämmebene in der Bodenebene, also in der Deckenebene liegt. Man kann da hochgehen. Wir haben da eben mal ein Schnittbild für euch gemacht. Da hat man nochmal Stauraum. Das ist wirklich in so einem Bungalow auf Bodenplatte eine ganz tolle Sache. Hier hinter mir seht ihr den Heizkreisverteiler. Und an der Stelle haben wir jetzt wieder sehr schön diese Einbauankleide mit diesem hinterleuchteten Schrank. Und hier ist jetzt alles in Eiche Massivholz gemacht mit diesen verzapften Eckverbindungen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir uns die gegenüberliegende Seite an. Da gibt es nochmal so ein großes bodentiefes Fensterelement, auch wieder eine Hebeschiebetür, 2,40 Meter breit. Das heißt, der Öffnungsflügel ist 1,20. Was ich euch zeigen möchte, ist dieses integrierte Mückenplissé. Das macht total Sinn, wenn ihr sowas haben wollt, das gleich mit zu bemustern. Dann ist das nämlich in die Leibung integriert. Und auch wenn das ein bisschen mehr kostet, auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung, dass euch im Schlafzimmer keine Plagegeister nerven. Auch hier gibt es natürlich wieder die Zuluft von der Lüftungsanlage. Das heißt, ihr könnt natürlich auch mit geschlossenem Fenster schlafen. Und jetzt schauen wir ins Bad. Das Bad ist abgetrennt durch diese wandintegrierte Glasschiebetür. Das ist gleich schon Milchglas sinnvollerweise. Und die ist hier mit so Bürstchen gemacht, sodass die wirklich dicht schließt, was echt sinnvoll ist, weil im Schlafzimmer hat man es gerne trocken und kühl vom Klima und im Bad ist es eher feucht warm. Trotzdem kann man es natürlich auch offen lassen und hat dann den direkten Anschluss. Das Bad ist 10,8 Quadratmeter groß und hat sehr viel schicke Ausstattung zu bieten. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die Rückwand mit dem Waschtisch an. Wir haben hier wieder den Waschtischunterschrank. Das ist die Maßanfertigung aus Feinsteinzeug. Das ist 2,40 Meter lang. Hier hat man also wirklich viel Abstellfläche und hier unten drunter die großen Schubladen Push-to-Open, wo man einiges unterbringt. Dann ist hier ein Aufsatzwaschbecken aus Mineralguss drauf. Das ist ein sehr, sehr schlankes und schönes Waschbecken. Von der Größe her 40 x 78. Das ist mit dem flachen Gefälle und diesen, sagen wir mal, engen Radien hier nicht so super praktisch, weil da immer alles drin liegen bleibt, aber es sieht natürlich total schick aus. Dann haben wir hier immerhin auch schon mal 2 Steckdosen, das dürften ruhig auf der anderen Seite auch noch mal 2 sein und diesen wahnsinns hinterleuchteten Spiegel, der hat einen Durchmesser von 1,80. Fragt mich nicht, was das kostet, das wird wahnsinnig teuer sein, aber es ist einfach echt schick. Und auch hier wieder diese Brickstone-Fliese, also in diesem Klinkerformat, so ein bisschen uneben. Das waren die 24 x 6 cm. Und an der Decke wirklich mal so eine Lichtschiene. Die haben wir hier an mehreren Stellen im Haus, wo man unterschiedliche Strahler einklinken und auch verschieben kann, sodass man da flexibel ist und hier eben auch wirklich mal gutes Licht am Badezimmerspiegel hat. Ja, hinter mir sehen wir schon die absolut riesengroße Mega Walk-in-Dusche. Die ist natürlich durchgefliest, hier mit diesen Glasscheiben abgetrennt. Die ist 1,20 breit. Hier über die ganze Raumbreite, die Nische, da kann man wirklich richtig viel abstellen, kriegt man viel unter, hat hier die eingelassene LED-Leiste, die Regendusche, die Unterputzarmaturen, alles wieder in Edelstahl matt. Die Fliese hatten wir schon im Eingangsbereich und im Gästebad gesehen, 80 x 80 weiß, sehr unauffällig, aber trotzdem nicht tot wie jetzt eine ganz weiße Fliese. Sehr schön sind hier wieder die Details. Diese großen Glasscheiben muss man natürlich putzen, wenn man geduscht hat, ist klar. Aber was ich euch noch mal zeigen wollte, ist dieses Anschlussdetail. Die ist nämlich hier praktisch in die Fliese versenkt.
sodass man eben hier jetzt nicht so eine fette Silikonfuge zum Anschluss sieht. Und ich finde das einfach sehr schön. Auch sehr schön, hier sind die Fliesen auf Gärung geschnitten. Das heißt, man braucht jetzt hier nicht so eine Metallleiste drüber. Die ist natürlich ein Stoßschutz für die Ecke, aber so ist halt viel schöner. Klar, großes Fenster vor der Wanne kann man nur machen, wenn man davor irgendwie eine Hecke gepflanzt hat. Schön ist es natürlich trotzdem. Man hat hier eine Brüstungshöhe von 64 cm. Das Element ist 2,7 Meter breit. Dieser Öffnungsflügel sind etwa 70 cm. Der Rest ist Festverglasung. Ich finde es auch sehr schön, dass die Fensterleibung hier gefliest ist und das Bad wirklich raumhoch gefliest ist. Wie gesagt, es kommt auf die Fliese an, wie es wirkt. Mit dieser hellen Fliese ist es sehr schön und es gibt eben einfach dieses Einstoffliche vom Material, was ich sehr modern finde von der Optik. Dann haben wir hier diese riesen freistehende Wanne. Das sind, glaube ich, 1,70 x 85. Die ist wirklich auch für große Menschen geeignet. Die ist jetzt auf beiden Seiten relativ steil. Die sieht schick aus, ist aber nicht wahnsinnig bequem zum drin liegen. Das müsst ihr euch einfach überlegen. Klar ist, ihr braucht dann diesen Bodenzulauf, das heißt den Wasserzulauf über den Boden. Aber es ist schon mal sinnvoll, den Hahn da hinten zu haben, dass man hier vorne nicht auch noch ständig irgendwo dran stößt. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus Vision 138 gesehen. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht im Deutschen Fertighauscenter Mannheim, direkt am Mannheimer Maimarktgelände und ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Unten in der Videobeschreibung habe ich für euch eine Preisinfo vom Haushersteller und einen Link zu den Grundrissen in unserer Hausdatenbank, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und ich verlinke euch hier auch nochmal eine andere Haustour von einem Musterhaus des gleichen Herstellers. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.